Ich begrüße dich recht herzlich zu meinem neuen Video. Heute werde ich über Sprache sprechen. Was Sprache eigentlich ist und welchen Einfluss sie hat. Also erstmal gehen wir ja davon aus, dass Sprache Kommunikation ist. Und ja, es ist letztendlich, wirkt es wie eine Binsenweisheit, weil ja im Grunde genommen all das, was wir machen, egal ob jemand anwesend ist oder nicht, Kommunikation ist. Aber unter Sprache versteht man dann ja eher eine direktere Form, weil man bestimmte Sachen formulieren kann und sie dann weitergeben kann. Aber das Erstaunliche ist auch, obwohl wir nun das als die vielleicht direkteste und konkreteste Form der Kommunikation bezeichnen, kommt es zu so vielen Missverständnissen. Und ja, woran liegt das eigentlich? Es ist eine interessante Frage. Und zwar, wenn wir uns überlegen, Sprache kommt aus unserem Mund. Ja, und letztendlich, also ganz unabhängig davon, welcher Gedanke erstmal dahinter steckt, ist es ein Klang. Also wir sprechen keine Worte, sondern wir formen mithilfe unserer Stimmbänder, der Luft und ja, der Stellung der Zunge, der Zähne, des Mundes, formen wir unterschiedliche Klänge. Und die verlassen unseren Mund und treffen dann auf den Hörer, also den Kommunikationspartner, und dieser ja, denkt, er hört Worte, aber eigentlich hört er Klänge. Und das, was er dann letztendlich als Information bekommt, steckt größtenteils in ihm. Also er interpretiert das. Und da nun die Erfahrung, die Interpretation, die Abstrahierung des Wortes unterschiedlich ist, oft kommt es zu Missverständnissen. Also man nehme nun mal das Wort Hund. Also ich sage jetzt Hund und du hörst auch Hund, aber es steckt etwas anderes dahinter, weil wir wissen, was ein Hund ist, aber letztendlich denke ich vielleicht an einen Afghanen und du an einen Collie oder was auch immer. Und das ist sozusagen die Interpretation des Wortes. Und je spezieller wir etwas bezeichnen, umso komplizierter wird dies, da wir bezüglich dessen auch speziellere Vorstellungen haben oder auch gar keine. Also entweder
benutze ich Worte, die dann von dir nicht verstanden werden, oder ich benutze Worte, die von dir verstanden werden, aber vollkommen anders interpretiert, weil du dich in deinem Leben anders damit auseinandergesetzt hast. Und das hat etwas mit dieser Abstrahierung zu tun. Also wir sind uns gar nicht mehr bewusst, dass es sich bei Sprache um Klang, zuallererst um Klang handelt und erst in zweiter Linie um eine Information, die vermittelt wird. Wir verstehen Sprache intellektuell und es ist verloren gegangen, dass diese Klänge mit Emotionen verbunden sind. Und genau diese Emotionen, die von beiden Seiten ausgehen, also vom Sprecher und vom Empfänger, sind individuell. Das kann man belegen, zum Beispiel an dem Wort Freiheit. Wir sprechen von Freiheit und haben es verdinglicht, indem wir davon ausgehen, dass man jemandem Freiheit geben könne. Also ein Sklave, der ist angekettet und wir schneiden diese Kette durch, nehmen diese Kette ab und geben ihm Freiheit. Aber das ist unmöglich. Es ist unmöglich, weil Freiheit ist eine Emotion, ein Gefühl. Und nur weil der Sklave die Kette abgenommen bekommen hat, ist er nicht frei. Er kennt dieses Gefühl nicht. Er kennt es vom Erzählen, aber er hat es noch nie gefühlt. Und Freiheit ist, ja, man könnte sagen, ein aktives Substantiv. Also man muss es erleben und das heißt natürlich auch als Grundlage Verantwortung übernehmen. Also da hängen viele andere Dinge noch hinten dran, auf die ich aber erstmal gar nicht eingehen will. Und was ist denn der Grund, dass wir diesen Bezug zu diesen Gefühlen eigentlich verloren haben? Und zwar begann es im Grunde genommen mit Descartes. Oder sagen wir so, Descartes hat etwas formuliert und wir sind darauf eingestiegen und haben es im Grunde genommen uns zu eigen gemacht und damit zum Leben erweckt. Und zwar sagte Descartes, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Und damit hat er das Denken in den Kopf, in den Verstand verlagert. Und damit auch die Sprache. Ist noch so eine Koinzidenz, dass der Mund auch im Kopf ist. Das Denken wird angenommen, dass es im Verstand, im Gehirn vonstatten geht. Wobei die Frage immer noch ist denn das, was wir machen, wirklich Denken oder jonglieren wir mit schon Gedachten von anderen, also übernehmen wir nicht Meinungen. Und zweiteres ist wahrscheinlicher, zumindest bei dem größten Teil der Menschen, weil wir vergessen haben, dass Denken und Gedanken, dass die eigentlich im Herzen ankommen.
Die alten Griechen wussten das noch. Im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm, da steht noch drin, dass Gedanken und Denken, dass das sehr eng mit dem griechischen Nous zusammenhängt. Und zwar Nous bezeichnet bei den Griechen unter anderem auch Herz, Seele, Emotionen. Und genau das ist es. Also Descartes ging davon aus, dass das Denken und das Sein im Kopf ist, aber im Grunde genommen hat er es vom Herzen abgeschnitten. Er hat nicht bedacht, dass Gedanken, und das beweisen viele wissenschaftliche Studien und Experimente, dass die eigentlich im Herzen entstehen. Und lange bevor uns das bewusst ist, ist dieser Gedanke, den wir dann in Worte formulieren oder dem Ausdruck geben, ist ja schon lange im Herzen. Es gibt Experimente, wo festgestellt wird, dass er mindestens 2 bis 10 Sekunden vorher da ist. Aber es gibt auch sehr interessante Untersuchungen, zum Beispiel das HeartMath-Institut in den USA, das beschäftigt sich eben speziell mit Themen, die das Herz betreffen, also welche Funktion das Herz hat und welche Auswirkungen auf die Umwelt. Die haben überall in der Welt Sensoren aufgebaut. Jetzt inzwischen gibt's eine App, die man sich runterladen kann, die allerdings kostenpflichtig ist, wenn man auch die entsprechenden Studien bekommen möchte. Und es ist wie so eine weltweite Community, aber angefangen hat es schon Anfang der 2000er Jahre. Und das Interessante ist, dass man am 10. September einen emotionalen, im Herz sich manifestierenden Ausschlag hatte, weltweit. Also einen Tag bevor der 11. September, dieser Terroranschlag, passiert ist es emotionsmäßig schon bei den Menschen angekommen, einen Tag vorher. Und wenn man sich an die Antike erinnert, dann wurden zum Beispiel in der Akropolis Gänse gehalten, und zwar waren das heilige Gänse, die schon lange vorher durch Tongebung, durch ihr Schnattern oder andere Anzeichen schon Tage vorher angezeigt haben, wenn Athen angegriffen wurde. Und das Gleiche passierte auch im alten Rom, in der Republik, und auch später wurden im Pantheon Hühner gehalten, die auch schon Tage vorher, sich entsprechend
verhalten haben und angezeigt haben, dass ein Feind im Anmarsch ist oder auch, dass es Erdbeben oder irgendwelche natürlichen Veränderungen gibt. Und das haben sie dann formuliert. Also es ist sozusagen nicht verwunderlich, dass es einen Ausschlag schon am 10. September 2001 gab, also einen Tag, 24 Stunden vor dem Terroranschlag in den Vereinigten Staaten. Also diese Schwingung, die scheint schon vorher da zu sein und es belegt, dass es ja mehr gibt als das, was wir sehen. Und diese Schwingung und diese Klänge, die haben auch Einfluss auf unser Leben, auf unsere Gene, die Prägung unserer Gene und sind die eigentliche Ursache von dem, was wir dann Leben nennen, unser ganz persönliches Leben, aber eben auch gesellschaftlich gesehen. Das habe ich schon mal angeschnitten in dem Video über Garjajew und die Auswirkungen von Emotionen auf die DNA und umgedreht. Das werde ich hier oben noch verlinken. Nochmal, wer das sich entsprechend angucken will. So, insofern ist es auch wichtig, dass man sich überlegt, welche Worte man wählt. Und das Interessante ist auch, dass man über die Sprache, die man unbewusst benutzt, auch erkennt, was man im tiefsten Inneren für Prägungen hat. Also wenn man oft Worte wie müssen benutzt, dann weiß man genau, okay, müssen. Ich bin in der Opferhaltung und mache mich klein, mache das, was andere sagen, nehme sozusagen meine Freiheit und meine Macht nicht in Anspruch. Oder Worte wie sollen, ich soll. Sollen ist wollen für andere. Also im Grunde genommen ist es eben auch eine Opferhaltung. Und ich will kann nur die Vorstufe von irgendeiner, von der Umsetzung sein. Deswegen sollte man diesbezüglich dann auch eher Worte ich mache, ich tue benutzen und und dann sich sozusagen diese anderen Worte, die diese Abhängigkeit nach außen tragen, sich bewusst machen und entsprechend für sich realisieren und umzusetzen und sich zu sagen, okay, ich bin diesbezüglich bin ich in einer Opferrolle und jetzt werde ich das umdrehen und sich die Frage zu stellen, wie mache ich das? Und wenn man sich die Frage stellt, dann kommt auch die Antwort und meist zeitnah. Also in der Bibel steht ja schon im Alten Testament, suchet und ihr werdet finden, und genau so ist das. Deswegen stell dir auch Fragen, die du dir noch nie gestellt hast.
dass der Körper, dein Geist, deine Seele stellt sich drauf ein und du wirst dann Antworten auf Fragen finden, worauf du Jahre, Jahrzehnte vielleicht Antworten gesucht hast, aber aufgrund dessen, dass du dir die Frage nicht gestellt hast, nie zu einer Antwort gekommen bist. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich dafür, dass du heute wieder dabei bist. Über ein Like würde ich mich freuen, Kommentar auch oder abonniere den Kanal. Es wird in Zukunft noch viele andere Videos geben. Ich werde auch wieder interessante wissenschaftliche Experimente vorstellen und sie entsprechend einordnen. Wenn du meinst, dass es auch, was ich hier erzählt habe, interessant ist für andere, für Freunde, dann kannst du das Video gerne teilen. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, was auch immer, je nachdem, wann du das Video schaust. Und bis zum nächsten Mal verbleibe ich, dein Frank. Tschö.